Seit einiger Zeit darf ich nun schon immer wieder mit Recruitern, also Leuten, die dich einstellen, zusammenarbeiten und oftmals selbst für einzelne Projekte entscheiden, ob eine Person an einem Projekt mitarbeiten darf oder nicht. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren da einiges verändert und gerade in der Informatik ist ein völlig anderer Punkt in den Vordergrund gerückt. Ich versuche euch hier mal meine neuen Tipps mitzugeben, die ich aus dieser Perspektive geben kann. Stellt es euch so vor, Firmen bekommen für eine Stelle, wenn es denn eine wirklich geile Stelle ist, gut und gerne mal 200 Bewerbungen, eher mehr. Aber wo ist denn da der Fachkräftemangel, sagt ihr vielleicht? Tja, liebe Firmen, das ist ein ganz anderes Thema. Aber mal ernsthaft, bei 200 Bewerbungen ist es etwas schwierig, wirklich jeden Menschen hinter dem Lebenslauf kennenzulernen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr müsst aus der Masse herausstechen und euch beweisen, ohne dass ihr die Möglichkeit habt, auch nur ein Wort zu sagen. Und leider auch oftmals ohne, dass euer Lebenslauf wirklich komplett gelesen wird. An der Stelle kurzer Shoutout an meinen Kollegen Niklas Steenfert. Er hat seinen Lebenslauf für die Facebook-Bewerbung in einem Video geteilt. Und deswegen gehe ich hier über diese Tipps nur ganz kurz drüber. Viel wichtiger ist doch die Frage, was ist denn eigentlich so anders? Manche Firmen werden überrannt mit Jobangeboten, andere gehen komplett leer aus. Man spricht von einem Fachkräftemangel, allerdings gibt es auch immer mehr, die in den Beruf quer einsteigen. Auch Informatik wird mehr und mehr zum Quereinsteigerfeld. Es gibt Trainings, Bootcamps und das wissen natürlich auch viele Firmen. Hier ein wichtiger Tipp. Bewerbt ihr euch bei einer wirklich begehrten oder großen Firma, müsst ihr euch gegen viele Mitbewerber behaupten. Mehrere Interviews, auch technischer Natur, sind da völlig normal. Geht man aber zu einer kleinen Firma, klappt es oft sehr viel leichter und das kann man als Sprungbrett nutzen. Warum das hilfreich ist, erfahrt ihr gleich. Zuerst aber das Layout. Hier gilt das KISS-Prinzip. Das kennt ihr vielleicht aus der Softwareentwicklung. Keep it simple, stupid. Allerhöchstens 2 Seiten. Besser ist eigentlich sogar eine Seite. Und ich beispielsweise scanne als Recruiter oft nur kurz drüber und manchmal wird die zweite Seite dabei gar nicht mehr angesehen. Dazu ist teils einfach gar keine Zeit. Der erste Eindruck ist also wahnsinnig entscheidend. Keine fancy Schriftarten, sonst kann ich das gar nicht mehr lesen. Bleibt einfach bei Arial oder Roboto. Sofern ihr kein Design macht, limitiert euch auf maximal eine andere Farbe. Schwarz-Weiß ist auch absolut fein. Schriftgröße 11 oder 12, Zeilenabstand 1,15 Punkt. Überschriften gerne etwas größer, aber nicht viel. Grafiken, abgesehen von eurem Foto, auf gar keinen Fall, die irritieren mehr, als dass sie etwas bringen. Ich hatte übrigens einmal eine Bewerbung mit einem Meme drauf. Das war zwar wirklich schön zu sehen, aber es ist sehr schwer, so eine Einstellung dann bei einem Konzern zu rechtfertigen, also auch wenn es für nur ein Projekt ist. Das Foto selbst hingegen ist ein kleiner Streitpunkt, beziehungsweise eigentlich kulturabhängig. Für eine Bewerbung in Europa, also vor allem auch Deutschland, Schweiz und Österreich, gehört eigentlich fast immer ein Foto auf den Lebenslauf. Lustigerweise darf in Deutschland nicht explizit nach einem Foto gefragt werden, wegen Datenschutz. Aber erwartet wird es und unter Umständen wird eure Bewerbung völlig ignoriert, wenn das Foto nicht drauf ist. Hingegen in den USA, Kanada und Großbritannien solltet ihr kein Foto mitschicken, besonders bei akademischen Berufen oder Führungspositionen. Wenn natürlich dabei steht, bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ohne Foto, dann macht ihr natürlich auch in Deutschland kein Foto drauf. Aber speziell die Wörter Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen heißen Send Nudes im Business Outfit, aber ich kann es dir halt nicht sagen. Wichtig ist aber auch die Reihenfolge der Fähigkeiten. Zuerst die Berufserfahrung, dann die Ausbildung, dann der Rest. In manchen Fällen darf sogar vor der Berufserfahrung noch ein Satz, wirklich nur einer übrigens, stehen, der die Highlights eures Lebenslaufs zusammenfasst. Der muss dann aber halt auch sitzen. Warum? Weil die Berufserfahrung das Relevanteste ist. Scanne ich nur kurz drüber und soll entscheiden, ob ich überhaupt weiterlesen möchte, dann wird als erstes euer Foto und als zweites die obersten Punkte gelesen. Die Berufserfahrung ist einfach relevanter, weil sie euch mehr bringt. Lese ich nur die Zusammenfassung, habt ihr die Möglichkeit, mir wirklich viele Punkte zu nennen, warum es sich lohnt, jetzt alles zu lesen. Das muss aber tatsächlich nicht sein und ist wirklich schwer in der Praxis umzusetzen, weil ein Satz sehr viele Punkte, aber trotzdem nicht zu gepresst. Ich würde deswegen von einer Zusammenfassung eher abraten vorne dran.
Was ich aber definitiv empfehle, ist auf eure Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Das ist absolut essentiell. Wenn ein Fehler im Dokument oder gar im Anschreiben ist, habt ihr eigentlich schon verloren. Nicht unbedingt bei mir, aber zumindest bei denen, die dann die endgültige Entscheidung treffen. Und hier kommen wir zu unserem heutigen Partner, Language Tool. Language Tool bietet euch in über 30 Sprachen intelligente Rechtschreibassistenz. Wie ihr schon merkt, ist da mehr drin als nur Rechtschreibung. Für alle Browser, für Google Docs, Word, OpenOffice und natürlich für alle gängigen E-Mail-Anbieter gibt es Language Tool als Add-on, mit dem ihr Rechtschreibung und Grammatik korrigieren könnt. Besonders der akribische Modus zeigt sich für Lebensläufe als echt mächtig. Er filtert Umgangssprache, Floskeln, Füllwörter und ihr könnt die anschließend mit Synonymen zum Beispiel ersetzen. Mit der Basisversion Student könnt ihr das alles übrigens vollkommen gratis testen, auch direkt auf ihrer Webseite und ohne Account. Einfach den Link in der Beschreibung klicken und überprüfen. Und die Premium-Version hat dann sogar noch eine KI-basierte Analyse mit Umformulierungsfunktionen für ganze Sätze dabei. Schaut also definitiv mal vorbei mit dem Link hier. Und hier kommen wir zum Grund, warum ich euch keinen Beispiel-Lebenslauf in diesem Video geben möchte. Schaut euch diese Layouts an. Sie sind alle ziemlich einzigartig. Im englischsprachigen Raum will man es eigentlich extrem schlicht halten, oft tabellarischer Lebenslauf genannt. Im deutschsprachigen Raum muss das nicht unbedingt sein. Man spricht manchmal von einem sogenannten modernen Lebenslauf. Hier 3 Beispiele. Der klassische Lebenslauf, in diesem Fall übrigens viel zu leer, der Platz darf gerne genutzt werden. Dann der moderne Lebenslauf, für meinen Geschmack mit ein bisschen zu viel Farbe, und die Kenntnisse in Kreisen zu gestalten ist gewöhnungsbedürftig, aber man kann das durchaus machen. Anschließend haben wir sogar noch den kreativen Lebenslauf. Letzteren würde ich euch zumindest in der Informatik auf gar keinen Fall empfehlen, da der Überblick einfach verloren geht, das wirkt zu verspielt und man hat auf den ersten Blick einfach nicht alles direkt im Blick. Das Layout muss aber nicht stumpf tabellarisch sein, denn mit ein paar modernen Komponenten stecht ihr mehr hervor. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch hervorzuheben. Nutzt nicht einfach ein Template, sondern passt auch gerne vom Design ein bisschen an. Da kommen wir übrigens zum nächsten Punkt. Jeder Lebenslauf muss an den Job angepasst sein, auf den ihr euch bewerbt. Bewerbt ihr euch als Frontend-Designer, dann sollte das Layout ein bisschen besonderer und spannender sein. Bewerbt ihr euch hingegen als Data Scientist oder Cybersecurity Analyst, macht es wenig Sinn, eure künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dann darf es auch gerne ein wenig schlichter sein, vielleicht sogar einen ganz klassischen Lebenslauf. Das heißt nicht, dass ihr gar keine modernen Elemente nutzen dürft, aber vielleicht tendenziell eher weniger. Es ist ohnehin eine sehr individuelle Frage, ob ein Recruiter ein Layout mag oder nicht. Ich mag den kreativen Lebenslauf einfach gar nicht. Ich würde aber den modernen, einem klassischen Lebenslauf immer vorziehen. Vielleicht, weil mich das Design ein bisschen an Pen and Paper erinnert, weiß ich nicht. Solltet ihr das Privileg haben zu wissen, wer euer Recruiter ist, könnt ihr da ein bisschen tricksen. Hier kommen jetzt also die Geheimtipps. Meist steht ein Name dabei, wo ihr die Bewerbung hinschicken müsst. Ihr dürft durchaus den Namen des Recruiters kurz mal auf LinkedIn oder Social Media suchen, um ihn einschätzen zu können. Eher klassisch unterwegs, im Anzug oder vielleicht doch eher Typ Pulli und Jogginghose, so wie ich. Das muss aber natürlich nicht sein und vermutlich macht der Recruiter das ja auch nicht alleine. Was ihr hingegen immer machen müsst, die Fähigkeiten an euren Job anpassen. Bewerbt ihr euch für einen Python-Job, dann führt in den Jobs, die ihr gemacht habt, gerne an, dass ihr mit Python die Serveradministration unterstützen musstet. Wenn ihr das natürlich auch gemacht habt. Ausschmücken ist völlig okay und die Tätigkeiten an die Bewerbung angepasst zu beschreiben auch. Lügen ist aber natürlich ein No-Go und das kommt sehr, sehr schnell ans Licht. In der Liste der Programmiersprachen führt ihr dann aber auch nicht viele Programmiersprachen an, sondern ihr schreibt Python, SQL, JavaScript etc. in der Reihenfolge der Relevanz für diesen Job. Bei den gesprochenen Sprachen übrigens sollte zumindest Deutsch und Englisch stehen. Die Bezeichnung fließend, Muttersprache oder sogar fließend in Wort und Schrift kann nochmal das i-Tüpfelchen sein. Alternativ kann man aber natürlich auch mit den Punkten arbeiten. Was die Inhalte unter beruflicher Werdegang oder eurem Studium angeht, hier dürft ihr gerne schreiben. Konzentriert euch darauf, was für diesen Job, auf den ihr euch bewerbt, relevant ist und formuliert das aus. Es sollte immer dabei stehen, von wann bis wann ihr die Tätigkeit ausgeübt habt, dann hervorgehoben euer Jobtitel und anschließend in Stichpunkten, was ihr dabei gemacht habt. Als Beispiel, ihr seid Student und bewerbt euch auf einen Python-Job als Backend-Entwickler.
Ihr habt also die Möglichkeit, ein paar eurer Module, die genau damit zu tun haben, also Python, Web, Microservices, Software Development und vor allem auch praktische Projekte, die Python benutzt haben, im Studium hervorzuheben. Bitte nicht ich habe bla bla bla, sondern wirklich nur Stichpunkte. Habt ihr allerdings schon Berufserfahrung, solltet ihr den Teil rauslassen und lieber eure Jobs detaillierter beschreiben. Pro-Tipp an der Stelle: Schlüsselleistungen wie Verkäufe um XY% gesteigert sind ein echtes Verkaufsargument und bei einer Bewerbung verkauft ihr euch selbst. Bei der Ausbildung reicht dann von bis, welcher Abschluss, wo und welche Schwerpunkte. Noten könnt ihr dazu schreiben, sofern sie denn besser als 2,0 waren. Ansonsten darf man die aber auch gerne weglassen. Zusammengefasst ist das die STAR-Methode. Situation, Task, Action und Result. Also wann und wo ihr wart, was war eure Aufgabe, vor allem in Relevanz und Bezug auf den Job, was habt ihr getan und was war euer Ergebnis, aber immer eben mit diesem Fokus auf den Job, auf den ihr euch gerade bewerbt. Spezielle Belohnungen könnt ihr aber natürlich auch sehr gerne erwähnen. Soweit so basic, aber für viele ist die Situation längst nicht mehr so einfach. Man ist Quereinsteiger, man ist Student oder man hat noch gar keine Berufserfahrung. Man hat sich zum Beispiel aber vieles in der Freizeit beigebracht und kann eigentlich mehr, als dieser Lebenslauf darstellen kann. Wie bilde ich das ab? Hier habt ihr die Möglichkeit, wirklich zu scheinen und vor allem herauszustechen. Bitte seid selbstbewusst und versteckt euch nicht. Nur weil ihr was für euch selber gelernt habt, ist das nicht weniger wert als durch eine Uni. Im Gegenteil. Eure Arbeit, auch in der Freizeit, ist am Ende das, was euch besonders macht. Wenn ihr schon in einem Bereich gearbeitet habt, solltet ihr das natürlich trotzdem aufschreiben. Ich verrate euch jetzt aber einen Trick. Man findet immer oder zumindest fast immer etwas, das auch in der Informatik oder eurem neuen Job relevant sein kann. Das dürft ihr dann aber auch wirklich betonen. Ein Beispiel: Ihr seid Krankenpfleger und wollt in die Informatik wechseln. Ziemlich sicher wart ihr als Krankenpfleger einer großen Menge Stress ausgesetzt. Der hat euch hoffentlich stärker gemacht. Betont das gerne. Vielleicht nicht so wörtlich, aber so, dass der Recruiter das auch versteht. Oder ihr wart zum Beispiel auf dem Bau tätig, also habt ihr ziemlich sicher im Team gearbeitet oder vielleicht sogar eins geleitet. Selbst wenn ihr keine formale Ausbildung in diesem Bereich habt, habt ihr eventuell relevante Zertifikate oder Schulungen gemacht. Die dürfen gerne im Lebenslauf genannt werden und im Anhang beiliegen. Wichtig an der Stelle: zählt nicht alles auf, sondern wirklich nur die, die besonders wertvoll für den Job sind, auf den ihr euch dann am Ende auch bewerbt. Ihr dürft aber gerne alle beilegen und das ist im Endeffekt euer Portfolio. An der Stelle, Portfolios kann man auch gerne zum Beispiel auf GitHub zeigen oder auf einer Webseite. Wenn ihr eine Webseite habt, die euch sowieso schon gut darstellt, dann verlinkt die. Auch Projekte sind übrigens Erfahrung, worunter zum Beispiel auch gerade die Website zählt. Manche machen sogar einen eigenen Reiter mit solchen Projekten. Der sollte zwar weiter unten sein, aber hier dürft ihr Open-Source-Projekte oder private Projekte definitiv aufschreiben. An der Stelle bitte keine Hello-World-Programme, sondern richtige Projekte, die, wenn möglich, auch live sind, sodass ich sie sehen kann. Apps im Store, Websites, Server, die ihr verwaltet. Das ist so viel wert und ihr solltet das unbedingt nennen. Wichtig dabei: gerne einen Link zu eurem GitHub-Profil mit in den Lebenslauf rein, wie schon gesagt, oder den Link zu den jeweiligen Projekten oder ganz einfach alle Informationen auf LinkedIn packen. Und wo wir dabei sind, noch ein Geheimtipp. Es gibt auf LinkedIn die Möglichkeit, Fähigkeiten zu bestätigen. Dazu müsst ihr erstmal natürlich Fähigkeiten angeben. Lasst euch die dann aber von Kunden auch wirklich bestätigen. Kunden können auch Familienmitglieder sein, für die ihr zum Beispiel eine Hobby-Website geschrieben habt. Die darf auch gerne genannt werden. Grundsätzlich solltet ihr euch auf LinkedIn immer gut vernetzen. Das ist mittlerweile eine wirklich wichtige Plattform für Recruiting geworden. Selbst wenn ihr übrigens keine praktische Projektarbeit vorweisen könnt, habt ihr die Möglichkeit, Programmiersprachen, Frameworks und Tools zu nennen. Bitte übertreibt es hier nicht. Nochmal, da müssen die Skills rein, die ihr in diesem Job voraussichtlich brauchen werdet. Meistens steht sowas dabei, ein paar Sachen kann man sich aber auch erahnen. Für den Python Backend Job braucht ihr wahrscheinlich nicht eure C-Kenntnisse aufschreiben, selbst wenn es ein bisschen verwandt ist. Aber ihr könnt eure C-Kenntnisse aufschreiben, wenn ihr wirklich gut darin seid oder wenn wirklich eine Relevanz besteht, zum Beispiel wenn ihr irgendwas mit Mikrocontroller machen müsst mit Python. Speziell Quereinsteiger, habe ich das Gefühl, machen sich unfassbar viele Sorgen über ihre Bewerbung. Auch Studenten gehören gelegentlich zu dieser Gruppe.
Eine Sache, die ich erst kürzlich mit ein paar Kollegen besprochen habe: Nach eurem ersten Job ist so etwas wie die Bachelornote wirklich irrelevant. Und der erste Job darf auch ruhig was Kleines sein. Werkstudentenjob, Aushilfsjob, das können alles Sprungbretter sein, um praktische Erfahrungen zu sammeln, die man dann aufschreiben kann. Noten sind nur dann wirklich wichtig, wenn man nichts anderes hat, um euer Können einzuschätzen, denn darum geht es am Ende. Nach dem Bachelor wird euch niemand mehr nach der Abi-Note fragen, aber auch als Quereinsteiger eigentlich nicht. Projekte, die ihr gemacht habt oder sogar aktiv betreut hingegen, die zeigen viel mehr. Wo geht euer Herzblut rein? Was macht euch Spaß? Was wir noch nicht besprochen haben, sind die Hobbys. Manche sagen, das muss ja in den Lebenslauf auch rein, andere sagen nein. Wenn es euch als Person widerspiegelt, dann packt es ruhig rein, finde ich. Macht euch durch den Lebenslauf zu etwas Besonderem, zu einer Person. Erstmal muss man den Recruiter dazu bringen, zu lesen. Und dann muss man aber auch wirklich rausstechen. Wir sind übrigens in dem Zuge gerade dran, die Skills in der Bootstrap Academy mit einem Export zu versehen, damit man das Level, das man hat, direkt in einem Lebenslauf auch beilegen kann. Das ist ein Feature, das mir sehr viele von euch in privaten Nachrichten geschrieben haben, und ich finde es eigentlich eine tolle Idee. Ich hoffe, da habt ihr auch Bock drauf. Bitte entschuldigt, dass sich gefühlt wenig tut. Wir sind fleißig am entwickeln, um für euch wirklich die ideale Plattform zu bauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei so lange. Und bis dahin, viel Spaß beim Lernen und ciao.